Hey, ihr lustigen Knusperschnecken und willkommen im wundervollen Südtirol, um genau zu sein, in Alta Badia, ich glaube, so heißt der Ort. Hier befinde ich mich zusammen mit dem Gravel Club und dem Gravel Kollektiv. Hier huschen wir eine Woche ganz viel Fahrrad. Da, man sieht diese hohen Berge rauf und runter. Heute sind es, wie viele Kilometer sind es heute? 38. 10. Wie viele Höhenmeter? 138. 1100. 12.000. Okay, ihr hört, es geht richtig rauf und runter und ich bin ja nicht der beste Rauf- und Runterfahrer, so ist das nämlich, wenn man in Berlin wohnt, aber ich habe heute auch wieder das perfekte Fahrrad dafür. Ihr kennt es, das Open Wide. Ich bin mit dem Monster schon mal gefahren. Es kann sogar sein, dass es genau dieser Rahmen war oder genau dieses Fahrrad. Und ihr seht mit dieser Kassette hier, was ist das wahrscheinlich, ich würde mal sagen 50-10. 50, was? 50-10. 50-10. Also ich denke, das sollte auf alle Fälle reichen, um heute die Berge easy rauf und runter zu kommen. Jetzt ziehe ich mir aber mal ein paar Radschuhe an, denn wie ihr seht, ich habe immer noch Turnschuhe an, denn man darf mit den Radschuhen nicht durchs Hotel. Und dann wechseln wir auf die GoPro und dann huschen wir hier auch mal los, aber jetzt nicht so viel Schnatternschuhe an und loshuschen. So, wir sind schon bummelig auf 4,8 Kilometer unterwegs und haben schon knappe 120 Höhenmeter gemacht. Es wird heute also ganz schön anstrengend, aber jetzt hier unten im Tal ist es schon so schön. Hier sieht man so ein bisschen Berge, hier links sollten auch noch welche sein, ja, man sieht sie gerade nicht. Da oben liegt dann noch Schnee, es ist wundervoll. Ich hoffe ein bisschen, dass wir vielleicht so hochfahren, dass man vielleicht mal eine Runde durch den Schnee huschen kann. Das würde mir ganz gut passen. Es ist auch mega warm, es sind gerade 26 Grad und ich glaube, wenn wir höher fahren, wird es auch wieder ein bisschen kühler. Ich habe keine Jacke mitgenommen. Ja, wird schon hinhauen, aber ihr seht, da vorne eine Riesengruppe, die fahren nicht gerade schon, hoppala, ganz schön kaputt, also nicht so viel schnattern, huschen wir mal weiter. So, wir sind jetzt den ersten Hang hochgehuscht, haben jetzt 357 Höhenmeter gemacht. Boah, das schlaucht ganz schön. Ich meine, da oben ist schon Schnee auf den Bergen, das heißt, die Schneegrenze ist halt auch nicht mehr so weit weg. Die Luft ist ein bisschen dünner und als Flachländer, wie ich das bin, ist das hier schon ganz schön intens. Aber ja, bin ich wohl selber schuld. Wir haben uns nämlich eben in 2 Gruppen geteilt. Das ist die schnelle Gruppe. Ja, gucken wir mal. Jetzt huschen wir da vorne, den anderen hinterher. Und gucken wir mal. Genau, immer huschen. Und vielleicht gibt es gleich ein Espresso oder was anderes. Schauen wir mal. So, das war ganz schön rasant bergab. Leider konnte man nicht Volldampf fahren, weil der Wagen vor uns etwas rumgebummelt ist. Und da man die Strecke nicht kennt, sollte man hier auch nicht einfach irgendwelche Autos überholen. Aber das war schon ganz schön zügig. Und mit diesen dicken, schiffigen Reifen da vorne auf dem Open kann man da auch ganz schön runterhacken. Ich hatte so Bock, das Auto zu überholen, aber macht man nicht, man verhält sich ja vernünftig. Jetzt füllen wir hier nochmal unsere Fläschchen auf und dann geht es wohl gleich wieder Gravel irgendwo, ich glaube auf den Berg hoch, vielleicht auch auf den. Ich habe keine Ahnung, ich fahre ja nur hinterher, jetzt aber nicht so viel schnattern, Flaschen auffüllen, weiter huschen. So, ich habe ja gesagt, nach dem Wasser auffüllen geht's hoch, tut's auch, ging aber erstmal noch ein Stück runter.
Ja, sind hier gerade 9%, haben 660 Höhenmeter gemacht. Und wenn die Aussicht nicht so schön wäre wie hier, würde ich sagen, Berge fahren ist Kacke. Ist aber ganz schön. Luft habe ich auch noch. Kann noch ein bisschen schnattern. Und da oben habe ich gehört, soll man vielleicht ein Bier kriegen können. Das würde mich natürlich freuen. Aber ihr seht, da vorne sind schon alle viel weiter als ich. Also muss ich mich ranhalten und jetzt hinterher huschen. So, oben angekommen und ich bin ganz schön platt. Hier gibt es jetzt gleich was zu schnurpseln. Da hüpfe ich jetzt gleich auf einem der Trampolins rum, weil ich ja noch total viel Energie habe. Und da ist da, keine Ahnung wie er heißt, ist aber wohl der höchste Punkt hier. War der höchste Punkt, oder? Ja, ist der höchste Punkt der Dolomiten. Der Dolomiten 3000, wie viel Meter? 500 noch, 500. Okay, 3500 irgendwas Meter. Wie der heißt, werde ich genau jetzt mal einblenden. Steht jetzt da drüber, denn ich weiß nicht, wie der heißt. Jetzt so gerade aus dem Kopf und dann stelle ich mal dieses wundervolle Open hier an der Seite. Wie Marmolada? Marmolada? Marmolada heißt der Berg, wusste ich natürlich. Aber wie gesagt, stelle ich das Rad erstmal hier rüber und ich muss sagen, diese riesige Kassette da hinten hat mich jetzt echt bisher gerettet. Ich bin nämlich, wie ihr wisst, nicht so fit, aber ich schwatze schon wieder zu viel. Abwas essen. Oh, so, wir haben da was gegessen und ich habe 2 Apfelschorle getrunken. Leider, wie ihr seht, sind alle Trampoline voll mit springenden Kindern. Deswegen konnte ich nicht springen, sonst wäre ich natürlich nochmal aufs Trampolin gegangen. Und wenn ich das recht verstanden habe, geht es eigentlich nur noch runter, hoffe ich. Aber das finden wir jetzt raus, also huschen wir los. So, das war ganz schön rasant, die Abfahrt. Mein Gott, also da gab es die eine oder andere Kurve, da hätte ich mich aber mal fast in den Hang gelegt, um es so zu sagen. Aber ich bin heile geblieben, aber ich muss sagen, der Schwalbe G1, selbst mit wenig Luft, hier der Reifen, das ist jetzt nicht so das geilste Abfahrtding. Jetzt piept hier so ein Laster und wir füllen jetzt da unsere Flaschen auf Hoppala und dann fahren wir mal weiter. So, wieder im Hotel angekommen und ich bin ganz schön platt. Insgesamt waren es 66,5 Kilometer mit 1070 Metern Anstieg. Durchschnittliche Geschwindigkeit 16,7, gar nicht schlecht, maximal 66,5. Aber, wie ich ja eben schon sagte, wäre dieses Auto da nicht so dusselig vor uns hin und her gebummelt, hätte man da bestimmt mehr machen können, auch mit den dicken Schluffen hier. Aber jetzt mache ich das Fahrrad mal sauber, gehe duschen und dann gucken wir uns das Fahrrad gleich nochmal sauber im Detail an und ja, wie gesagt, erstmal duschen. So, ich nehme das zurück mit den 66,5 Kilometer, es waren 66,5 km/h, es waren 39,5 Kilometer, richtig? Genau. Richtig, gut, jetzt aber duschen.
So, frisch geduscht. Etwas Sonnenbrand habe ich dann doch heute abbekommen. Und im Großen und Ganzen war das echt eine schöne Tour. Ihr habt gesehen, es ging viel runter, auch viel rauf natürlich. Denn wenn du nicht viel rauf fährst, kannst du nicht lange runterfahren. Endgeschwindigkeit war am Ende leider nur 66 Kilometer. Wie gesagt, habt ihr ja gesehen, da war ein Auto vor uns. Das Open Wide ist weiterhin natürlich ein absolutes Traumrad. Das habt ihr ja schon im anderen Video gesehen. Das verlinke ich euch nochmal unten oder hier oben oder wo auch immer. Bei diesem Fahrrad oder bei dem Setup von dem Open war der Schwalbe G1 drauf und ich muss sagen, ich finde den nicht so geil. Ich bin den schon ein paar Mal gefahren, aber wenn es halt wirklich hart auf hart kommt und Schotter und Co., dann kannst du das total vergessen und dann ist da halt wirklich, ja, Grip ist hinten weg, das kannst du absolut vergessen, brauchst ja gar keinen Kopf zu machen. Das Fahrrad ist natürlich weiterhin ein absoluter Traum mit dieser riesen Kassette hinten drauf, konnte ich überall irgendwie hochfahren, aber jetzt schnattern wir mal nicht so viel. Wir gehen jetzt noch irgendwo was essen, ich weiß nicht, ob ich daraus eine Folge mache, ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag. Ja, der übliche Mist, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Link zu allen Sachen unter der Videobeschreibung und dann sehen wir uns das nächste Mal, ihr lustigen Knusperstecken. Ciao!